überprüft wurde ein mögliches Handspiel von Spielereihe. Nach Ansicht der Bilder liegt ein strafbares Handspiel vor, unnatürliche Verletzung. Finale Entscheidung, Elfmeter Hoffenheim. It's really tough to lose like this, but yeah, it's not the best performance we've put on this season. We have to do better, but of course losing on 2 handballs and 2 VR check is of course really tough. Ich denke, wir haben in der ersten Halbzeit eine klare Dominanz von der TSG gesehen. Wir waren einfach nicht auf dem Platz. Wir haben dort zu viel leichte Ballverluste gehabt. Wir haben dort wenig Produktives nach vorne bringen können, geraten dann durch einen Elfmeter in Rückstand. Ja, er wurde gepfiffen, von daher akzeptiere ich das auch. Die Hand ist vom Körper weg. Wie das jetzt zustande kommt, das ist wahrscheinlich nicht wichtig. I think especially first half we struggled a bit. I think we didn't play with enough intensity. We didn't move enough. We didn't really manage to keep the ball, having possession, having control. I think second half was better at least, but of course we missed the last quality in the pass and the finish and a little bit of everything today. Then it's going to be a tough game. Ja, zweite Halbzeit eine sehr viel bessere Mannschaft, sehr viel besser von uns. Wir haben den Ball viel besser laufen lassen, wir haben uns besser angeboten, wir haben den Gegner nach hinten reingedrängt. Die Hoffenheimer haben das aber trotzdem sehr gut verteidigt. Bis auf das Tor und eine Halbchance, glaube ich, haben wir es aber trotzdem auch nicht geschafft, dort in der zweiten Halbzeit sehr viel mehr an torgefährlichen Situationen zu kreieren. Und mit dem zweiten Elfmeter, klar, kurz vor Schluss verlierst du. Ich denke, das ist so im Fußball. Schade für uns, aber ich denke nicht unverdient. But obviously we were not happy with the result or the performance, we have to improve, and that's what we have to do next week. Nein, also ich möchte nicht über die Elfmeter diskutieren. Also die sind laut der Regel, die wir im Moment haben, sind sie klar. Also das ist so. Ob das jetzt im Sinne des Erfinders ist, wenn Niki Süle dort fällt und sich im Grunde genommen, aufgrund der Schwerkraft letzten Endes muss er seine Extremitäten ja doch irgendwo nach unten bringen und der Ball geht an die Hand. Haben wir Pech gehabt. Ja, es ist so. Aber ich glaube, es ist nicht im Sinne des Erfinders und wir hatten ja auch schon einige solcher Situationen. Mit dem VAR ist es so. Die Frage ist, ich glaube, der VAR ist nicht das Problem, sondern die Handregel ist das Problem. Ja, weil die Handregel ist für mich absurd, denn wir sehen zwar sehr viel mehr Elfmeter, dadurch auch mehr Tore, aber die Frage ist, ob jetzt die Elfmeter diejenigen sind, die jetzt mehr Spiele entscheiden. Ich möchte mal gerne eine Statistik sehen im Vergleich zu unserer Zeit, als wir noch gekickt haben, ob dort die Elfmeter mehr Spiele entschieden haben als zur heutigen Zeit. Ich glaube persönlich, dass jetzt heutzutage sehr viel mehr ist. Es ist immer wieder schön, wenn man spielt, dort wo man aufgewachsen ist, beziehungsweise bei seinen ehemaligen Clubs. Das war auch die Intention. Ich denke, das hat man gesehen und nur schade, dass letzten Endes es dazu kam, dass er sich verletzt hat. Wir wissen jetzt noch nichts Genaues. Wir werden jetzt die Untersuchung abwarten müssen. Er konnte zumindest auftreten, was schon mal eigentlich ein gutes Zeichen ist. Das mit dem Elfmeter habe ich ja schon gesagt. Und die Regel ist so und wir nehmen sie und da gibt es auch nichts zu beschönigen.